Sieht aus wie eine Überraschungsparty für die beste Freundin, ist aber bezahlte Werbung. Die gibt es ab jetzt bei Rewe und bei Merkur in der Tiefkühlabteilung. Viktoria und Sarina sind Influencerinnen und zeigen sich in einer inszenierten Kindertraumwelt. Ihre Social-Media-Kanäle sind bunt, witzige Selfies, süße Tierbilder, dazwischen immer wieder Werbung für bunte Torten und süße Cornflakes. Die kriegen einen Vertrauensvorschuss von den Kindern und Jugendlichen und wenn die eben Produkte empfehlen oder anpreisen, dann ist das so ein bisschen so, als wenn eben die Freundin sagen würde, probier das doch mal. Aber was ist daran schlecht? Also es ist ganz klar wissenschaftlich erwiesen, dass Werbung für Ungesundes dazu führt, dass Kinder eben mehr ungesunde Produkte und Snacks zu sich nehmen und dass es eben auch die Auswahl und die Kalorienzufuhr beeinflusst. Die Videokanäle sind voll mit jungen Influencern. Ihre Videos haben Hunderttausende Aufrufe. Deshalb beauftragen große deutsche Lebensmittelunternehmen die Internetstars, für ihre fettigen Snacks oder Süßwaren Werbung zu machen, auf TikTok oder Instagram. Im Jahr 2021 hat die Süßwarenindustrie allein über 1 Milliarde Euro für Werbung ausgegeben. Und das hat Folgen. Dass wir ein massives Problem haben mit Übergewicht und Adipositas in Deutschland. 14% der Todesfälle sind auf Fehlernährung zurückzuführen. Also damit tötet ungesunde Ernährung in Deutschland etwa so viele Menschen wie das Rauchen. TikTok habe ich selbst auch. Sie machen es ja ganz lustig eigentlich. Es ist auch unterhaltsam. Und welche Süßigkeiten kommen am besten an? So Cupcakes, Brownies, also so Gebäck. Sonst auch Gummibärchen finde ich gut. Leider ist Zucker für Kinder sehr ungesund. Warum eigentlich? Wir sind eigentlich mit unserem Darm, der ja 30, 40, 50.000 Jahre alt ist, gar nicht gewohnt, so viel Zucker zu konsumieren. Das heißt, wenn wir Zucker haben, dann ist das sehr, sehr wertvoll für den Körper. Und das, was der Körper dann daraus macht, ist in der Regel sofort Fett. Kinder- und Jugendmediziner wie Professor Andreas Jenke sehen täglich, welche gesundheitlichen Folgen Fehlernährung im Kindesalter hat. Die ohnehin schon hohe Zahl der von Adipositas und Übergewicht betroffenen Kinder ist im Zuge der Pandemie noch weiter gestiegen. Ungefähr 12% sind übergewichtig und ungefähr 5-6% sind adipös. Das sind dann manchmal auch 4-, 5-Jährige, die dann schon 50 Kilo wiegen mit einer Körpergröße von 1,20 oder 1,30. Die Lebensmittelindustrie befeuert diese Entwicklung, indem sie süße Dickmacher, überzuckerte Limonaden und fettige Snacks aggressiv an Kinder und Jugendliche bewirbt. Welche dramatischen Folgen ungesunde Ernährung hat, erkennt der Kasseler Mediziner bereits früh. Es gibt mittlerweile viel mehr Kinder, die haben eine Fettleber, schon im Alter von 10, 12. Und wenn sie dann sozusagen diese Fettleber erst einmal haben, dann ist das ein kontinuierlicher Prozess. Dann kriegen sie eine Fibrose, eine Zirrhose und haben dann schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie mit 45 eine neue Leber brauchen. Was dann dazu kommt, ist noch eine soziale Komponente und eine Depression. Die werden halt mehr und mehr ins Abseits gedrückt. Und dann geht halt auch irgendwann die Bewegungsfreude weg. Und das ist ein Teufelskreis, in den diese Kinder reinkommen. So darf es nicht weitergehen. Kinder brauchen unseren Schutz. Wäre ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel dabei hilfreich? Oh, das ist jetzt schon der beste Tag meines Lebens. Wir wollen eben, dass es zu einer Situation kommt, wo nur noch ausgewogene Produkte an Kinder beworben werden dürfen. Das heißt, wir haben absolut nichts dagegen, wenn Sie eine Comicfigur auf ein Vollkornprodukt, auf ein Vollkornbrot packen oder auf ein Mineralwasser. Das darf es weiterhin geben. Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert deshalb die Politik auf, noch in diesem Jahr ein wirkungsvolles Gesetz gegen Junkfood-Werbung an Kinder auf den Weg zu bringen. Guten Abend, Caroline Groth, Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Hamburg. Guten Abend. Auch die Verbraucherzentrale ist ganz klar für so ein Junkfood-Werbeverbot für Kinder. Wie könnte sowas konkret aussehen? Ja, unser Werbeverbot sieht vor, dass es im TV und Radio ein Zeitfenster gibt, wo die Werbung für ungesunde Lebensmittel nicht erlaubt ist. Im Internet muss das ein bisschen anders aussehen, da im Internet ja alles jederzeit abrufbar ist. Und dort muss es ein grundsätzliches Werbeverbot geben für ungesunde Lebensmittel. Und welche Produkte sollten genau darunter fallen? Also es gibt keine gesetzliche Definition, was Junkfood ist, aber wir sagen, Junkfood-Lebensmittel sind Lebensmittel, die zu viel Zucker enthalten, zu viel Fett, zu viel Salz oder auch einfach zu viele Kalorien.
Und wenn es hier ein Werbeverbot gibt, dann ist es wichtig, dass ganz genau definiert wird, welche Lebensmittel darunter fallen. Hier gibt es einen Entwurf der WHO und das lässt sich auch auf uns übertragen. Und sind Sie denn wirklich sicher, dass so ein Werbeverbot tatsächlich Kinder vor Übergewicht schützen würde? Gibt es da Erfahrungswerte? Also Studien zeigen, dass Kinder durch Werbung tatsächlich mehr Kalorien aufnehmen. Es gibt leider noch keine Werte, die zeigen, dass solche Werbemaßnahmen hilfreich sind, aber aus unserer Sicht wäre das auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Und in anderen Ländern ist es, glaube ich, auch verboten, oder? Genau, in Portugal zum Beispiel ist vor wenigen Jahren bereits ein Gesetz in Kraft getreten und in Großbritannien wird im kommenden Jahr ein Gesetz geben. Und Sie wissen ja auch ziemlich genau, wie viel Werbung Kinder tatsächlich jeden Tag so gucken. Also da gibt es tatsächlich gute Werte. Genau, im Schnitt sehen Kinder in Deutschland pro Tag 15 Werbungen, in denen ungesunde Lebensmittel zu sehen sind. Boah, das ist wirklich eine hohe Zahl, finde ich. Und wir haben das ja eben auch im Film gesehen. Das kommt ja vielfach sehr viel subtiler als in so platten Werbespots, wo man den Kindern ganz klar sagen kann, das ist jetzt Werbung, das dürft ihr nicht alles glauben. Genau, die Maßnahmen hier der Werbung geht weg von den klassischen Werbespots hin zu Werbung vor allem im Internet durch Influencer, Influencerinnen oder auch in Apps oder in Game-Advertising. Das heißt, dass zum Beispiel in Spielen kleine Werbeclips gezeigt werden, die man erst nach einigen Sekunden überspringen kann. Auch Produktplatzierungen im Film oder in Serien zählen dazu. Also das ist deutlich schwieriger. Das heißt, da müssen Kinder viel mehr sensibilisiert werden und eben Medienbildung ist da auch ganz wichtig. Inwieweit sehen Sie da die Eltern in der Pflicht? Beziehungsweise was können Eltern tun, um ihre Kinder da vor zu schützen? Eltern können definitiv auch einen Beitrag leisten, aber sie können ihre Kinder eben nicht komplett kontrollieren. Deswegen sehen wir hier auf jeden Fall den Staat mit in der Pflicht, ein Werbeverbot einzuführen. Aber für Eltern kann man eben die Tipps geben, dass man die Kinder sensibilisiert, dass man darüber aufklärt, dass die Werbung eben auch von Influencer passieren kann. Auch vom Lieblingsinfluencer ist das vielleicht kein gut gemeinter Rat, sondern eben bezahlte Werbung. Und wie könnte man seine Kinder zum guten Essen quasi animieren oder sensibilisieren? Hier ist es wichtig, einfach die Vielfalt der gesunden Lebensmittel zu zeigen und auch als gutes Beispiel voranzugehen und zu Hause eben vor allem gesunde Lebensmittel anzubieten. Also steter Tropfen höhlt den Stein, wie es so schön heißt. Wie ist denn so Ihre Einschätzung, Ihre persönliche Einschätzung? Wird das Verbot tatsächlich kommen und wann wird es kommen? Wir hoffen natürlich, dass es ein Werbeverbot so schnell wie möglich gibt. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass dieses Jahr bereits seitens der Regierung Entwürfe vorliegen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir im Laufe des nächsten Jahres hier auf jeden Fall einen Gesetzesentwurf haben. Wir sind gespannt. Dankeschön, Frau Koth. Vielen Dank. Danke. Also, mal gucken, ob und wann die Politik unsere Kinder vor Junkfood-Werbung schützt. Sie können Ihre Kinder auf alle Fälle dafür sensibilisieren und an gute Lebensmittel ranführen. Denn das hat tatsächlich Einfluss auf ihr späteres Essverhalten.